Sie werden ja alle Ärzte mal, ne? Vielleicht auch Chirurgen. Ja? Ich selbst bin Chirurg und deshalb ist so für mich das ganz interessant und wichtig, also dass ich etwas weiß über die Magenblutung, weil das die häufigste Blutung ist im Gastrointestinaltrakt. Und wir sprechen gerade über die Möglichkeiten, eine Blutung zu behandeln. Und das ist so, wir haben Patienten, die kommen in die Rettungsstelle und die erbrechen Blut. Ganz schlimm. Und die sind in einer ganz schlechten Situation mit dem Kreislauf. Sie haben einen Schock. Und wir haben gerade, das ist für Sie jetzt noch neu, wir haben gerade festgestellt, wie können wir die Kreislaufsituation der Patienten messen. Und die können wir messen einmal mit dem Blutdruck. Der Blutdruck, der normalerweise 120/80 ist. Und die Herzfrequenz, die normalerweise 60 ist. Und wenn die Herzfrequenz ansteigt, ganz stark ansteigt, über 60 auf 120 zum Beispiel, und der Blutdruck abfällt von 120 auf 80 oder noch niedriger, dann sprechen wir von Schock. Das ist eine ganz dramatische Situation für den Patienten. In dieser Schocksituation müssen wir ganz schnell was machen. Wir müssen gucken, was sind die Ursachen des Schocks. Und wir haben hier in diesem Fall eine Blutung im Magen. Und aus diesem Geschwür im Magen blutet der Patient jetzt ganz doll. Sie sehen hier richtig das Geschwür. Das ist das Ulkus. Hier sehen Sie das Ulkus. Das ist richtig ein Loch im Magen. Und dieses Ulkus hat ein Gefäß. Hier hinten am Magen sind ganz dicke Gefäße. Arrodiert. Hat richtig diese Wand aufgelöst von diesem Gefäß. Und jetzt ist diese spritzende Blutung, die wir hier sehen, entstanden. Eine ganz dolle arterielle Blutung, die, wenn man die nicht stillt und wenn man nicht schnell was macht, zum Tode führt. Here you see an ulcus in the stomach. Ein Ulcus, Magengeschwür. Ja? Gastric ulcus here, a big one. Ja? Here and here also. The problems, two problems we have. We have bleeding. You saw, also ihr habt ja meine Bilder gesehen, bleeding. And another is a perforation. If you have an ulcus, stomach ulcus here, it's open then and die Perforation erzeugt eine Peritonitis. Peritonit. After perforation of the wall of stomach. Through this ulcus. Yes. And we have to do an operation. We have to close this opening in the stomach wall. Yes. It's very urgent operation because more if you wait 1 hour and 1 hour more death rate increase. If you not urgent operate and close this opening of from gastric because Mageninhalt, also stomach release go out in the peritoneal cavity, and you have then and you have a peritonitis. Inflammation. So there's also a hole in the stomach which makes it come out. Over this ulcus. Und was wir jetzt machen können, ist eins. Wir können also mit dem Endoskop, wir gucken mit einem Schlauch in den Magen und können jetzt mit Clips, das sind diese mit Gefäßclips, die heißen Hämoclips, können wir diese Blutung stillen. Wir sehen die also vor uns und können genau die Stelle, wo das Gefäß ist, verschließen mit diesem Clip. Und wir merken, dass der Patient dann sofort besser wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit der Anatomie des Magens und der Gefäße und des Gastrointestinaltrakts beschäftigen. Das haben wir hier jetzt die Tage ja alle gemacht und Sie haben das, glaube ich, auch gemacht. Ja, schon? Anatomie? Haben Sie schon gemacht? Ja? Okay. Und
Deshalb müssen wir auch in einer Klinik als Chirurgen und auch als Internisten und andere Ärzte Bescheid wissen über die Anatomie und wo diese Gefäße laufen können. Und da sind wir natürlich als Chirurgen besonders abhängig von der Anatomie. Da müssen wir genau Bescheid wissen, wenn wir den Bauch aufschneiden, wenn wir den Brustkorb aufschneiden, was wir da antreffen und welche Probleme da sein können. Deshalb lernen Sie schön gründlich Anatomie und prägen Sie sich ein und dann werden Sie auch gute Chirurgen werden. Wenn Sie schon anatomische Kenntnisse haben, ist schon eine große Voraussetzung, dass man ein guter Chirurg wird, ist, wenn man die Anatomie kennt.